Die meisten Katzenbesitzer denken, Nass- und Trockenfutter zu mischen sei ein Fehler. Sie liegen falsch und ich zeige dir warum. Aber hier ist der Haken. Es gibt einen richtigen und einen falschen Weg. Machst du es falsch, riskierst du Übergewicht, Verdauungsprobleme und sogar Nierenerkrankungen. Machst du es richtig, erreichst du die perfekte Balance aus Ernährung, Hydration und Zahngesundheit. Heute zeige ich dir das exakte Verhältnis, das funktioniert. Den Zeitpunkt, der entscheidend ist. Und den einen Fehler, den 8 von 10 Katzenbesitzern machen, ohne es zu wissen. Ich bin Dr. Lena und ich habe über 20 Jahre damit verbracht, Katzenernährung zu erforschen. Was ich über das Mischen von Nass- und Trockenfutter herausgefunden habe, hat alles verändert, was ich zu wissen glaubte. Fangen wir an mit dem, was die meisten falsch machen. Sie füllen morgens den Napf mit Trockenfutter. Dann geben sie abends Nassfutter dazu. Klingt logisch, oder? Du gibst Abwechslung. Du nutzt, was du zu Hause hast. Aber hier ist, was wirklich im Verdauungssystem deiner Katze passiert. Trockenfutter braucht 8 bis 10 Stunden, um vollständig verdaut zu werden. Die Kroketten müssen Feuchtigkeit aus dem Magen aufnehmen. Sie quellen auf. Sie zersetzen sich langsam. Nassfutter? Nur 4 bis 6 Stunden. Es besteht bereits zu 75% aus Wasser. Der Magen verarbeitet es schnell. Wenn du beides in derselben Mahlzeit mischst, wartet das Nassfutter im Magen, bis das Trockenfutter zersetzt ist. Das führt zu Gärung. Gase sammeln sich. Deine Katze fühlt sich aufgebläht. Deine Katze könnte erbrechen oder Durchfall bekommen. Und du gibst dem Futter die Schuld, obwohl es am Timing liegt. Lass mich dir von einer Studie erzählen, die mich schockiert hat. Eine Studie der Universität Edinburgh begleitete 200 Katzen über 12 Monate. Die Hälfte bekam gemischte Mahlzeiten, bei denen Nass- und Trockenfutter im selben Napf kombiniert wurden. Die andere Hälfte bekam getrennte Mahlzeiten, bei denen Nass- und Trockenfutter zu unterschiedlichen Zeiten gegeben wurden. Die Gruppe mit gemischten Mahlzeiten hatte 40% mehr Verdauungsprobleme. Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit, Blähungen. Die Gruppe mit getrennten Mahlzeiten? Fast gar keine. Sie hatten normale Verdauung, konsistenten Kot, bessere Energielevel. Also, hier ist die erste Regel. Mische Nass- und Trockenfutter niemals im selben Napf zur selben Zeit. Aber jetzt denkst du, okay, wie kombiniere ich sie dann? Hier kommt die 80-20-Regel ins Spiel. 80% der täglichen Kalorien deiner Katze sollten aus Nassfutter kommen, 20% aus Trockenfutter. Warum genau dieses Verhältnis? Weil es das widerspiegelt, was eine wilde Katze in der Natur fressen würde. Eine Maus hat 70% Feuchtigkeit, ein Vogel 65% Feuchtigkeit. Selbst Insekten enthalten 60% Wasser. Trockenfutter hat nur 10% Feuchtigkeit. Es ist völlig unnatürlich für die Biologie einer Katze. Nassfutter hat 75 bis 80% Feuchtigkeit, viel näher an natürlicher Beute. Die 80-20-Aufteilung gibt deiner Katze die Hydration, die sie dringend braucht, während sie trotzdem die Vorteile von Trockenfutter bekommt. Geistige Stimulation durch Knabbern, etwas Zahnreinigung an den Backenzähnen, Bequemlichkeit für dich als Besitzer. Aber hier ist der Teil, über den niemand spricht. Es geht nicht nur darum, was du fütterst, sondern wann du es fütterst und wie viel du bei jeder Mahlzeit gibst. Hier ist der Zeitplan, der laut Veterinärernährungsexperten, die ich interviewt habe, am besten funktioniert. Morgens 7 Uhr. Gib nur Nassfutter. Das sollte etwa 60% ihrer gesamten Tagesportion sein. Warum die größte Mahlzeit am Morgen? Weil Katzen dämmerungsaktive Jäger sind. Ihr Stoffwechsel ist bei Morgendämmerung am aktivsten. Nachmittags 14 Uhr. Gib nur Trockenfutter. Das sollte etwa 20% der Tagesportion sein. Eine kleine Menge. Gerade genug, um sie geistig zu beschäftigen. Das ahmt einen kleinen Jagderfolg in der Wildnis nach. Abends 19 Uhr. Gib wieder Nassfutter. Die restlichen 20%. Das ist eine leichte Mahlzeit vor ihren aktivsten Jagdstunden in der Nacht. Diese Verteilung hält den Stoffwechsel den ganzen Tag über aktiv. Sie verhindert Blutzuckerspitzen, die zu Diabetes führen. Und sie ahmt den natürlichen Jagdrhythmus einer wilden Katze nach, die 3 bis 5 kleine Beutetiere pro Tag fängt. 3 kleine Mahlzeiten, nicht 2 große. Das ist der Schlüssel.
Jetzt lass mich dir den größten Fehler erzählen, den ich jeden einzelnen Tag sehe. Ad libitum Fütterung von Trockenfutter. Du weißt, was ich meine. Du stellst eine Schüssel Trockenfutter den ganzen Tag hin. Deine Katze frisst, wann immer sie will. Du füllst nach, wenn es leer ist. Es scheint harmlos, sogar praktisch. Du musst dir keine Gedanken über Fütterungszeiten machen. Deine Katze kann sich selbst regulieren. Aber eine Studie der Cornell University zeigte etwas Schockierendes. Katzen, die Trockenfutter zur freien Verfügung haben, nehmen 30% mehr Kalorien auf als Katzen mit festen Fütterungszeiten. Nicht, weil sie hungriger sind, sondern weil das Gehirn die Sättigungssignale verliert, wenn Futter immer verfügbar ist. Denk mal drüber nach. In der Wildnis jagt eine Katze, fängt Beute, frisst. Dann fastet sie mehrere Stunden bis zur nächsten Jagd. Dieser Zyklus aus Essen und Fasten hält ihren Stoffwechsel scharf. Er hält ihre Insulinsensitivität gesund. Ad-libitum-Fütterung zerstört diesen natürlichen Rhythmus. Und hier ist der beängstigende Teil. Trockenfutter ist unglaublich kalorienreich. Nur eine Tasse durchschnittlicher Kroketten kann 300 bis 400 Kalorien enthalten. Eine durchschnittliche Wohnungskatze braucht nur 200 bis 250 Kalorien pro Tag. Das ist alles. Wenn deine Katze ad libitum frisst, könnte sie das Doppelte von dem fressen, was sie braucht, ohne dass du es überhaupt merkst. Deshalb sind 60% der Wohnungskatzen übergewichtig oder fettleibig. Ad-libitum-Fütterung ist der stille Killer, über den niemand spricht. Wenn du also Nass- und Trockenfutter mischst, musst du Portionen abmessen. Kein Raten, kein nur ein bisschen extra, weil sie betteln. Benutze eine Küchenwaage. Verfolge die Kalorien auf der Futterverpackung. Passe sie an Gewicht, Alter und Aktivitätslevel deiner Katze an. Ich weiß, es klingt mühsam, aber es dauert 30 Sekunden pro Tag und es könnte Jahre zum Leben deiner Katze hinzufügen. Jetzt kommt die Wendung, die sogar mich überrascht hat, als ich sie zum ersten Mal entdeckt habe. Nass- und Trockenfutter zu mischen funktioniert nicht nur. Es löst tatsächlich eines der größten Probleme in der Katzenernährung. Wählerische Fresser, die sich weigern, auf gesünderes Futter umzusteigen. Katzen sind neophobisch. Das ist eine schicke Art zu sagen, dass sie allem Neuen oder Unbekannten misstrauen. Es ist ein Überlebensinstinkt ihrer wilden Vorfahren. Wenn du jemals versucht hast, deine Katze von heute auf morgen von Trocken- auf Nassfutter umzustellen, kennst du den Kampf. Sie schnüffelt daran, leckt einmal, geht angewidert weg, verweigert stundenlang das Fressen. Du bekommst Panik, du gibst ihr das alte Futter zurück. Der Kreislauf geht weiter. Aber wenn du Nassfutter schrittweise einführst, gemischt mit einer kleinen Menge ihres gewohnten Trockenfutters, akzeptiert ihr Gehirn es viel schneller. Eine Studie aus dem Journal of Feline Medicine begleitete 300 Katzen während Futterumstellungen. Katzen wurden 70% schneller umgestellt, wenn Nassfutter neben Trockenfutter eingeführt wurde, verglichen mit einem abrupten Wechsel. Warum? Weil der vertraute Geruch und die Textur des Trockenfutters als Sicherheitssignal für das Gehirn fungieren. Es sagt, das ist okay, du kennst das. Das neue Zeug muss auch sicher sein. Hier ist der exakte 7-Tage-Umstellungsplan, der funktioniert. Tag 1 bis 2. Gib 90% Trockenfutter, 10% Nassfutter. Aber hier ist der Schlüssel. Füttere sie in getrennten Näpfen, 2 Stunden Abstand. Misch sie nicht zusammen. Tag 3 bis 4 wechsle zu 70% trocken, 30% nass. Gleiche Trennungsregel. Das Verdauungssystem deiner Katze beginnt sich anzupassen. Tag 5 bis 6. Jetzt bist du bei 50% trocken, 50% nass. Du wirst bemerken, dass deine Katze weniger Wasser trinkt. Das ist normal. Sie bekommt Hydration aus dem Nassfutter. Ab Tag 7. Das ist dein dauerhaftes Verhältnis. 20% trocken, 80% nass. Die Verdauung deiner Katze hat sich vollständig angepasst. Ihr Fell könnte glänzender aussehen, ihre Energie stabiler. Der Schlüssel zu diesem ganzen Prozess? Geduld und strikte Trennung der Mahlzeiten. Überstürze es nie, erzwinge es nie. Lass die Biologie deiner Katze die Arbeit machen. Jetzt lass mich eine Frage beantworten, die ich ständig höre. Was, wenn meine Katze nur Trockenfutter will? Sie schaut Nassfutter nicht mal an. Das ist normalerweise ein Zeichen von Schmackhaftigkeitssucht.
Trockenfutterhersteller sprühen die Kroketten mit sogenannten Palatability Enhancers ein. Das sind künstliche Geschmacksverbindungen und tierische Fette, die darauf ausgelegt sind, Vergnügensreaktionen im Gehirn auszulösen. Es ist wie Junkfood für Katzen. Wenn sie erstmal süchtig sind, erscheint normales Futter langweilig. Wenn deine Katze trockenfuttersüchtig ist, funktioniert die 7-Tage-Methode immer noch. Aber du musst sie vielleicht auf 10 oder sogar 14 Tage verlängern. Gib eine winzige Menge des Trockenfutters zerbröselt oben auf das Nassfutter. Gerade genug für den Geruch, nicht genug, um es herauszupicken und separat zu fressen. Mit der Zeit reduzierst du die Menge der Trockenfutterkrümel. Irgendwann wird sie reines Nassfutter fressen, ohne es zu merken. Ich habe gesehen, wie das bei Hunderten von Katzen funktioniert hat, selbst bei den stursten. Lass mich dir noch einen kritischen Rat geben. Nicht alles Nassfutter ist gleich geschaffen und nicht alles Trockenfutter ist Müll. Wenn du die 80-20-Methode anwendest, musst du hochwertige Versionen von beiden wählen. Für Nassfutter achte auf diese 3 Dinge. Die erste Zutat muss echtes Fleisch sein, keine Nebenprodukte. Mindestens 10% Protein nach Gewicht und keine künstlichen Farb- oder Aromastoffe. Für Trockenfutter gelten die gleichen Regeln. Echtes Fleisch zuerst, Protein über 40%, getreidefrei wenn möglich. Vermeide Supermarktmarken, die Mais, Weizen oder Soja als erste 3 Zutaten auflisten. Das sind Füllstoffe, keine Ernährung. Ich werde nächste Woche ein vollständiges Video veröffentlichen, das 15 beliebte Nassfuttermarken vergleicht. Ich habe sie auf Proteinqualität, Verdaulichkeit und Inhaltsstofftransparenz getestet. Die Ergebnisse werden dich überraschen. Fassen wir alles zusammen, was wir heute gelernt haben. Nass- und Trockenfutter zu mischen kann funktionieren, aber nur, wenn du diese Regeln befolgst. Kombiniere sie niemals im selben Napf zur selben Zeit. Du verursachst Verdauungschaos. Nutze die 80-20-Regel. 80% Nassfutter, 20% Trockenfutter. Das ist das wissenschaftlich fundierte Verhältnis. Füttere nach Zeitplan, nicht ad libitum. 3 Mahlzeiten pro Tag. 60% nass am Morgen, 20% trocken am Nachmittag, 20% nass am Abend. Miss Portionen mit einer Küchenwaage ab. Verfolge Kalorien. Passe sie an die individuellen Bedürfnisse deiner Katze an. Nutze die 7-Tage-Umstellungsmethode für wählerische Fresser. Getrennte Näpfe. Schrittweise Veränderungen. Geduld. Wähle hochwertiges Nass- und Trockenfutter. Zutaten sind wichtiger als Markennamen. Jetzt will ich von dir hören. Mischst du aktuell Nass- und Trockenfutter? In welchem Verhältnis? Und hast du Veränderungen in der Gesundheit oder dem Verhalten deiner Katze bemerkt? Schreib es in die Kommentare. Ich lese jeden einzelnen und werde so viele wie möglich beantworten. Und wenn du wissen willst, welche Nassfuttermarken es wirklich wert sind und welche pure Geldverschwendung sind, stell sicher, dass du abonniert bist. Das Video erscheint nächste Woche. Bis dahin, halt deine Katze gesund. Lerne weiter. Hinterfrage, was dir erzählt wurde. Deine Katze verdient das Beste. Und jetzt weißt du, wie du es ihr geben kannst.